Eigentlich wollten wir euch in diesem Video schon mit nach Nicaragua nehmen. Allerdings kam es anders. Der Worst Case ist eingetroffen und wir bleiben in der Hauptstadt von Honduras liegen. In diesem Video gibt es also eine andere Facette unseres Vanlifes und wir nehmen euch mit in eine der sicherlich herausforderndsten Zeiten unserer Reise, in der unsere Geduld auf die Probe gestellt wird und wir Lösungen finden müssen, um unsere Reise fortsetzen zu können. Ich sagen, Felipe macht echt einen guten Job hier, ist voll motiviert. Gestern haben wir eigentlich gedacht, wir wären fast am Ziel. Heute nicht mehr. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Von der wunderschönen Karibikküste von Honduras, die wir euch im letzten Video gezeigt haben, geht es für uns wieder ins Landesinnere des zweitgrößten Landes in Zentralamerika. Wir haben also ein bisschen Strecke vor uns und freuen uns auf unseren nächsten Zwischenstopp, der wieder Abkühlung verspricht. Wir hatten erst gedacht, wir würden noch an der Straße stehen, aber das hier sieht auch ganz gut aus. Wir sind mal wieder auf dem Weg zum Pool. Und gestern waren wir ja mehr, heute Pool. Eigentlich ist die Anlage hier geschlossen, aber irgendwie dürfen wir es wohl doch benutzen. Gucken, ob wir 200 Empira bezahlen müssen in Summe. Oder ob es komplett umsonst ist. Das ist eigentlich sehr gut. Bezahlen mussten wir. Dafür hatten wir aufgrund einer Familienfeier aber die komplette Anlage für uns alleine. Ein Freizeitpark oder ein Schwimmbad mal für sich alleine haben. Wer träumt nicht mal davon? Das haben wir natürlich auch ausgenutzt. Und so verbringen wir gemeinsam mit Markus und Julia von Ulmis Reisen hier einen sehr lustigen Nachmittag. Guten Morgen, wir sind wieder on the road und wie in den letzten Tagen waren auch heute wieder relativ viele Polizeikontrollen und wir wurden heute zum ersten Mal angehalten. Man wollte kurz die Dokumente sehen, wir wurden direkt mit Handschlag begrüßt und ja, nach einer Minute im Prinzip war es auch schon fertig und er hat uns eine gute Reise gewünscht. Also war sehr entspannt. Wir sind in der zweiten Kontrolle. Irgendwie läuft es heute. Und heute will er sogar den Originalstempel sehen und hat direkt uns beide rausgezogen. Mal schauen, was er will. Wir brauchen natürlich einen Moment, bis wir die Pässe rausgeholt haben. Und jetzt spricht er gerade mal mit Julia und Markus. Auch in Honduras herrscht ein Müllproblem, wie wir es aus den Ländern Zentralamerikas bereits kennen. Je näher wir zur Hauptstadt Tegucigalpa kommen, umso mehr nimmt dies zu. Tegucigalpa wollen wir allerdings auch gar nicht besuchen, sondern nur durchfahren. Denn sie gilt als eine der herausforderndsten Städte Mittelamerikas, wenn es um Sicherheit geht. Gewalt durch Gangs, Armut und ein schwaches Justizsystem haben lange dafür gesorgt, dass Honduras zu den gefährlichsten Ländern der Welt zählte. Wir haben bisher keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, wollen unser Glück jedoch auch nicht zu sehr herausfordern. Tja, und dann kommt es eben manchmal doch ganz anders als geplant. Anhalten? Ja, scheiße. Wo ist der Anhalten? Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Das kann ganz schlecht sein. Kann halt sein, dass die Drehzahl zu hoch war. Ich war wahrscheinlich zu schnell im zweiten Gang. Dass er überdreht hat? Ja. Scheiße. Was ist das Problem? Das Ventil ist im Arsch. Ist das durch die hohe Drehzahl dann Wahrscheinlich. Ja. rausgeflogen sozusagen? Nachdem wir alles geprüft haben, telefoniert haben und Einheimische uns ihre Hilfe angeboten haben, wird klar, wir brauchen einen Mechaniker.
Und so sind wir total froh, dass ein Einheimischer direkt den Mechaniker seines Vertrauens anruft und dieser sofort losfährt und innerhalb von wenigen Minuten bei uns ist. Es hilft nichts. Wir müssen abgeschleppt werden. Der Mechaniker Felipe kümmert sich direkt um alles, ruft den Abschlepper und beruhigt uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Der Abschlepper bringt uns erstmal zu ihm und dann sehen wir weiter. Der scheiß Berg war's, der uns ein Ventil gekostet hat. Die sind halt schon schwer. Und so landen wir mitten in Tegucigalpa, vor der Werkstatt von Felipe Neri Mendoza. Es ist der nächste Morgen. Die Nacht war ganz okay, außer dass ich ziemlich abgefuckt darüber bin, dass ich den Motor versägt habe. 8 Uhr soll es losgehen, wir haben 20 nach 8, da geht bestimmt bald los. Und dann werden wir mal zerlegen und schauen, was so das Problem ist. Julia und Markus haben uns dankenswerterweise noch bis hierhin begleitet. Da sie aber leider auch nichts weiter für uns tun können, verabschieden wir uns schweren Herzens erst einmal von den beiden. Also wir haben jetzt 10. Bisher waren wir ein Diesel-Benzin-Gemisch holen, um den Motor zu reinigen. Und das hat der Kollege jetzt schon versprüht. So, langsam tut sich auch mal ein bisschen was. Die Lenkpumpe ist schon raus. Jetzt bin ich hier unten an dieser Schraube Ewigkeiten dran gewesen. Aber das sollten wir jetzt auch haben. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Teil noch rauskriegen. No me asustes, no jodas. ¿Cómo que no? Piston broken. Cylinder broken. Cylinder broken. Change motor. Change motor? Yeah. Overhaul is very much money, Okay, very much time. okay. You say chop the motor in Germany or in here, no? And Internet, I don't know. Voy a mandar una foto para ver si usted sabe si trasladó en la grúa en aquel momento un carro de esto. Also wir werden jetzt mal eine Nacht drüber schlafen, aber es wird wohl ein Austauschmotor wahrscheinlich werden. Alles andere macht aufwandsmäßig und zeitlich keinen Sinn. Austauschmotor muss natürlich per Luftfracht kommen, wird auch richtig teuer. Aber gut, die Reise muss ja irgendwie weitergehen. Und dann müssen wir gucken, wie wir das dann alles hier so hinkriegen. Ich sehe hier noch nicht so richtig, wie wir den Motor hier so einfach rauswuchten. Aber gut, einen Schritt nach dem anderen. Wir räumen jetzt noch ein bisschen auf. Und dann schauen wir. Ein Freund von Felipe, dem Mechaniker, hat irgendwie vor 2 Stunden gesagt, dass irgendwie in einer halben Stunde oder für eine halbe Stunde was zu essen bestellt hat.
Naja, nach 2 Stunden oder nach 1 Stunde 45 haben wir jetzt nicht mal dran geglaubt, deswegen haben wir angefangen zu kochen. Und jetzt kam er gerade, hat irgendwas gebracht. Also das soll was Typisches aus Honduras sein. Ja. Ah ja, hier ist was drin, okay. Schon mal mit Käse und mit Bohnenpaste wahrscheinlich. Ich probiere einfach mal, ja. Das Pleuel ist auf jeden Fall kaputt und das ist natürlich der richtig kaputte. Und hier scheint es noch gut zu sein. Aber trotzdem müsste der Zylinder selbst neu. Das sollte mal gerade sein. Wir machen gleich die zweite Ausfahrt. Heute Morgen waren wir schon mal bei einem Teilhändler, der hat nichts gehabt. Jetzt haben wir einen Zylinderkopf mal eingepackt und noch 2 Zylinder und auch ein Ventil. Und jetzt schauen wir mal, ob so ein anderer Händler, ich glaube das ist ein, wie nennt man das, Teilhändler, so Secondhand-mäßig, ob der was hat. Und es gibt wohl auch einen Motor hier, aber wie der Zustand ist, weiß ich nicht, 2000 € soll er kosten. Aber ja, wahrscheinlich hat er eine halbe Million oder mehr Kilometer gelaufen, da weiß kein Mensch hier. Aber den gucken wir uns wahrscheinlich auch an. Ja, mal schauen. Ja, Mercedes-Benz. Wir stehen jetzt echt hier bei Mercedes und tatsächlich haben die ganz schön viele Teile. Überrascht mich doch schon sehr. Wir checken jetzt mal, glaube ich, was es kostet. Das teuerste ist der Zylinderkopf, der kostet 40.000 im Pier, das sind 1.300 €. Und sie haben nur 2 Zylinder da, was eventuell ein Problem sein könnte, weil wir vielleicht 3 brauchen. Aber mal schauen. Wir sind auf dem Rückweg. Das Verkehrschaos ist echt hier der Knaller. Also es dauert Ewigkeiten für wenige Kilometer. Wir werden jetzt mal den Motor fertig checken, ob wir noch irgendwas anderes brauchen. Und ansonsten kriegen wir wahrscheinlich die meisten Teile neu. Aber morgen checken wir dann auch nochmal, ob es Ersatzteile gibt, also Secondhand. Also Gebrauchte heißt es. Ich kann schon nicht mal reden. Ob es Gebrauchteile gibt, die vielleicht auch passen würden. Zylinderkopf muss natürlich darauf achten, dass er noch plan ist. Aber ich muss sagen, Felipe macht euch einen guten Job hier, ist voll motiviert. Und ja, deswegen werden wir wahrscheinlich eine Lösung innerhalb von Honduras kriegen. Das ist gerade ein bisschen Party. Und so wie ich das jetzt eben verstanden habe, sind alle Teile, die jetzt Honduras oder Mercedes in Honduras hier da hat, aus Brasilien, weil da der Motor entsprechend weiter gefertigt wurde, was ja auf jeden Fall schon mal ein Vorteil ist. Wir haben eben mal Wäsche gewaschen auf Honduranisch. Hier hängt sie und das hier sind die Waschmaschinen. Also Jesse hat es gemacht, aber ich weiß jetzt auch, wie es geht. Also man füllt hier Wasser rein, dann lässt man die irgendwie 15 Minuten laufen. Wenn es sauber ist, kommt es hier rein und da wird geschleudert. Auch eine interessante Variante. Ist wahrscheinlich technisch auf jeden Fall wesentlich einfacher. Und vom Sauberkeitsgrad ist eigentlich ganz gut. 1, 2 Sachen sind ein bisschen dreckig, aber halt will man mehr. Und Felipe lässt uns halt hier einfach umsonst waschen. Ist schon mega cool. Und duschen halt auch. So, jetzt sind wir hier in einer der Wohnungen, die wir nutzen dürfen zum Duschen. Ja, ist relativ klein, aber gibt eine Toilette, die wir nutzen dürften. Und hier ist eine Dusche. Es ist Tag Nummer 6 nach dem Motorschaden. Und heute könnte sich tatsächlich was ergeben. Wir gucken uns gleich den Zylinderkopf an. Wollen wir eigentlich schon Samstag bzw. gestern machen. Hat beides mal nicht geklappt. Heute soll er um 10 Uhr vorbeikommen. Wenn der gut ist, hätten wir eine Lösung. Sonst heißt die Lösung Motor aus Deutschland beschaffen. Was jetzt wirklich das Bessere ist, weiß man nicht. Zylinderkopf von hier ist auf jeden Fall günstiger. Motor aus Deutschland wird sehr teuer. Könnte aber natürlich die bessere Variante sein. Aber ist natürlich auch wesentlich aufwendiger. Church.
Wir haben gerade mal eine Kirchenbesichtigung gemacht und dabei hat sich herausgestellt, dass der Zylinderkopf wohl doch nicht passt. Also der Typ hat angerufen und meinte, ja nee, würde überhaupt nicht zusammenpassen. Und deswegen sieht es jetzt aktuell nach einer Lösung aus Honduras schlecht aus. Philippe telefoniert nochmal, mal schauen, vielleicht ergibt es hier noch was. Ansonsten müssen wir an eine deutsche Lösung ran. Ich sitze mal wieder auf dem Stein der Weisheit. Gucken, wo welche vorbeikommt. Aber es gibt mal wieder Neuigkeiten. Der Typ, der eben gesagt hat, der hat keinen Zylinderkopf, der hat jetzt wohl einen aufgetrieben. Der ist aber 3 Stunden von hier entfernt. Der soll dann morgen vorbeikommen. Und dann würden wir den mal vermessen. Der kostet jetzt 2000 Lira mehr. Aber gut, das sind dann 18.000. Das sind dann wie viel? 500 Euro, glaube ich. Das ist ja auch noch okay. Hinter uns wohnt der Hahn. Ja, vor allem, wenn er morgen früh nicht da sitzt. Guten Morgen, beziehungsweise ist eigentlich schon Mittag. Oder kurz nach 11. Wir waren jetzt beim Motorenbauer, da war der andere Typ, der den Zylinderkopf haben sollte. Naja, der war vermackt, würde ich mal sagen, an einem Zylinder und angeblich hat er auch nicht gepasst, also ist der sowieso raus. Der will jetzt noch weiter gucken, aber der Motorenbauer meinte gerade, ja, hier um die Ecke bei Mercedes, da gibt es den Zylinderkopf komplett. Ich glaube das hier manchmal nicht so ganz. Die Informationen sind sehr komisch. Wir stehen jetzt hier vor, dann gehen wir gleich mal rein und gucken, ob die das Teil wirklich komplett da haben. Das wäre ziemlich verrückt. Aber der Motorbauer hat einen guten Eindruck gemacht, also der war auch der Meinung, man kann das hier reparieren. Wäre jetzt nicht mein Favorit, aber er meinte, easy. Ist die Frage, was es kostet und wie es zeitlich ist und wie die Haltbarkeit ist. Aber wenn das hier klappt mit dem ganzen Zylinderkopf, wäre perfekt. Der Händler hier hatte natürlich nicht alle Teile da oder nicht den kompletten Zylinderkopf, aber es sieht so aus, als hätten wir alle Teile bei mehreren Händlern zusammen. Und dann müsste der Zylinderkopf sozusagen nur noch zusammengebaut werden. Wie lange das dauert, was es kostet, konnte natürlich noch keiner sagen. Kann erst gesagt werden, wenn er alle Teile sieht. Ist natürlich dann noch schwierig mit Preisverhandlungen, aber wie willst du machen. Aber der Motorenbauer hier macht einen echt guten Eindruck. Also ihr könnt schon mal was. Also drückt die Daumen, dass auch wirklich alles klappt. Wir sind wieder zurück von unserer Tour. War schon wieder ganz schön lange. Ich glaube, wir sind mal losgefahren um 9 und waren so um 3 wieder da. Zuletzt waren wir noch bei Mercedes. Natürlich während der Mittagspause waren wir erstmal schön in der Kantine essen da. War ganz lecker. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass der Zylinderkopf eigentlich doch nicht passt. Aber ihnen ist eingefallen, also sie haben ja noch einen Motor. Da fehlen zwar ein paar Teile, aber der Zylinderkopf ist noch da. Und der passt auf jeden Fall. Da habe ich gesagt, da komm, lass mal bitte gucken gehen. Und dann sind wir gucken gegangen. Einmal quer durch das ganze Gelände, hinter 2 Toren. Haben sich dann noch so ein paar Unimogs versteckt, die aber auch nicht mehr gut in Schuss waren. Und dann ging das Motorenlager auf und da stand tatsächlich ein Motor, der ganz gut aussah. Fehlen zwar ein paar Sachen, also Ventile fehlen zum Beispiel. Dadurch hat sich der Preis dann noch ein bisschen reduziert. Aber die bauen den jetzt ab und morgen früh um 8 Uhr wird der dann gemeinsam mit Philippe und mir durchgecheckt. Beziehungsweise das machen die bei diesem Institut da. Also das ist eigentlich der Motorenbauer. Der vermisst das dann, prüft alles und wenn das dann passt, dann hätten wir eine Lösung. Das ist aber jetzt, glaube ich, der letzte Zylinderkopf, den wir uns anschauen, weil ja, die Gebrauchten hier, die sind ja eigentlich auch alle im Arsch. Also warum sollte einer einen Zylinderkopf ausbauen, macht ja keinen Sinn, solange er gut ist. Und wenn das dann nicht klappt, müssten wir vielleicht doch einen aus Deutschland bestellen. Da habe ich auch schon ein Angebot, wäre tatsächlich eigentlich sogar fast günstiger oder ein bisschen günstiger. Aber ist natürlich die Frage, wie lange dauert es, wie ist es mit dem Zoll und so. Deswegen, wenn wir hier die Teile finden, wäre schon besser. Das Ausbauen hat schon mal geklappt. Jetzt ist die Frage, ob es auch passt. Das werden wir jetzt gleich mal prüfen. Wir sind bei Mercedes und kaufen jetzt lässige Teile und bezahlen noch den Zylinderkopf. Dann müssen nur noch die Einspritzösen überholt werden. Aber das kriegen wir wahrscheinlich heute auch noch hin, auch wenn Philippe heute nicht so viel Zeit hat. Bei der Mercedes-Händler können wir leider den Zylinderkopf nicht mit Karte zahlen, weil das ja eigentlich gebrauchter sozusagen ist, aber nicht wirklich. Aber gut, geht irgendwie nicht. Das heißt, ich muss jetzt Geld holen, 40.000 Empire und ich kann immer noch 5.000 abheben. Das wird ein Spaß. Mal gucken, wann die Karte was sagt.
Es geht los mit Arbeiten. Hier unten ist mein Arbeitsplatz und da werde ich jetzt mal die ganzen Teile reinigen. Wir haben da noch so ein bisschen Diesel, Benzin gemischt. Das ist scheinbar hier die offizielle Lösung, um Teile zu reinigen. Also los geht's mit den Arbeiten. Zylinderkopfschrauben sehen auch schon wieder wie neu aus. Und laut Anleitung von Mercedes dürfen die maximal 113 mm lang sein. Die sind nur 111, was sehr gut ist, weil das ja Dehnschrauben sind. Das heißt, sie haben sich noch nicht sehr viel gedehnt, da unten aber 2 mm Lift. Das heißt, wir können die ohne Probleme wieder verwenden. So, einmal die Kipphebelwelle hier zusammenbauen. Der Stein war ja kaputt. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Natürlich wechseln wir auch gleich mal den Dieselfilter. Ist ja gerade besonders einfach. Dann werden wir mal den Ölfilter rausholen. Mehr Öl drin, als wir erwartet haben. Dann rein damit. Und dann müssen wir vielleicht noch die Ablassschraube wechseln. Jesse steht gerade da draußen und spricht mit den Leuten, beziehungsweise eigentlich spricht mal wieder wie immer Philippe. Und ich werde jetzt noch als letztes des Tages den Laderegler wechseln, weil da kommen wir gut dran und wie ihr vielleicht in einem der Videos gesehen habt, hatten wir mal ein Problem damit und deswegen werde ich ihn einfach mal provisorisch wechseln, weil wir genügend dabei haben. Gucken wir uns mal an, wie die Kohlen aussehen, ob da wirklich wieder so ein hoher Verschleiß ist. Da unten ist er, da. Und da kommt man normalerweise in der Krümmer dran, ist nicht so gut dran, aber jetzt werden wir die mal schnell rausholen. Also ich finde den Verschleiß tatsächlich relativ gering, aber wir bauen trotzdem einen neuen ein. Der neue Laderegler ist drin, ging einfach 1000-mal schneller als bei einer Krümmer. So, und jetzt ist auch Feierabend. Einer war hier schon duschen und seit heute haben wir eine neue Dusche. Ja, wir müssen jetzt bei Philippe in der Wohnung duschen. Und haben schon festgestellt, Gegenwehr lohnt nicht. Also er hat gesagt, wir duschen jetzt da und wir haben dann gesagt, dass es wirklich in Ordnung ist. Hat er überhaupt nicht verstanden und dann mit uns diskutiert. Und ja, jetzt gehen wir einfach in seiner Wohnung duschen. Der ist einfach echt zu lieb. Genau, und die Wohnung, wo wir vorher mal duschen waren, die ist nämlich jetzt seit heute vermietet. Und deswegen können wir da halt nicht mehr hin. So, bevor es Abendessen gibt, fasse ich vielleicht kurz nochmal zusammen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich den Tag über so erzählt habe. Also der Zylinderkopf hat gepasst. Dann haben wir die fehlenden Teile besorgt. Da waren wir bei 2 Läden. Einmal bei dem Mercedes-Teilehändler, der auch andere Sachen vertreibt. Da haben wir auch gleich Öl gekauft. Ich habe nicht aufgepasst, deswegen haben wir jetzt 25 Liter. Naja, gut, aber nach 1000 Kilometern werden wir wahrscheinlich sowieso mal Ölwechsel machen. Sollte man ja, wenn einiges am Motor getauscht wurde, sowieso machen. Dann waren wir noch bei Original Mercedes, haben da alles gekauft. Und dann musste ich leider den Zylinderkopf bar bezahlen. Dann sind wir mal kurz zum Automaten gefahren. Leider konnte man nur in 5000er Schritten abheben und ich brauchte halt 40.000. 15.000 hatte ich gerade noch. Hat aber ein bisschen länger gedauert und dann ging es wieder zurück und den Rest konnte ich dann mit Karte bezahlen. Und dann haben wir noch die Teile so verteilt, dass dann alles repariert wird. Also beim Motorenbauer was abgegeben und die Einspritzdüsen zum Überholen abgegeben. Und ja, dann sind wir nach hier gefahren und da habe ich ja schon ein bisschen gereinigt jetzt. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, Ölfilter, Dieselfilter gewechselt und den Laderegler auch. So, und jetzt gibt es was zu essen. Da es heute Mittag nämlich schon warm gab, zum zweiten Mal in der Kantine, gibt es jetzt mal wieder Brötchen mit Avocado, weil Obst und Gemüse vermehrt sich halt hier auch von alleine. Da kann man gar nichts gegen machen. Kommt nämlich immer irgendwo was her. Da ist der allmorgendliche Feind. Wann hat der Hahn heute das erste Mal gekräht? Um 3:15 Uhr. Ja, ist eine gute Uhrzeit. Irgendeiner hat auch schon Wünsche gemacht. Die Arbeiten sind schon im vollen Gange. Alle ausgebauten Teile habe ich im Prinzip schon gereinigt. Jetzt bin ich hier mal am Luftfilter. Den würde ich eigentlich auch gerne tauschen, aber da komme ich leider gar nicht dran, weil da musste das Boot voraus.
Also das ist halt Kanu und das ist hier gerade ein bisschen schlecht. Putzen. Kann das dauern, bis es dann wirklich auch so aussieht. Aber aktuell habe ich die Zeit. Wann genau die ganzen Teile fertig werden, wissen wir nicht so genau. Die rufen dann, wenn es fertig ist. Aber ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall heute noch wird. Weil morgen am Samstag ist hier immer viel los in der Werkstatt. Da kann Philippe mir auf jeden Fall nicht helfen. Das heißt, dann würden wir ja wahrscheinlich erst Montag mit der Montage beginnen. Aber gut, das wäre ja auch fein. Ich denke mal, in einem Tag sollte man da zusammen haben, unter der Voraussetzung, dass Philippe direkt morgens Zeit hat. Dann macht er Kolben rein und Zylinderkopf drauf und dann mache ich den Rest. Also scheinbar ist gerade auf diesem Motorrad unser Zylinderkopf gekommen, der da jetzt auf dem Boden liegt. Dann sind wir ja so langsam am Ziel. Die Flammenstartkerze fahren wir auch schon länger mit uns rum. Deswegen werden wir die hier einfach mal tauschen. Wenn nicht jetzt, wann dann? So einfach kommt man nie wieder dran. Wobei es eigentlich schon mal eingebauten Zustand einfach ist, aber mal lieber jetzt. Seht ihr, was wir gerade gesehen haben? Der Originalkolben hat eine kleinere Bohrung als der Ersatzkolben. Der Messschieber ist eingestellt auf den vom Original. Schade. Also morgen nochmal tauschen. Das heißt, entweder wir finden einen passenden oder wir brauchen 4. Bitte. Ist dir auch so warm wie mir? Ganz schön warm heute, wa? So, jetzt montieren wir noch als letzte Amtshandlung des Tages den Motor-Reinhebegriff oder Zylinderkopf-Reinhebegriff dran. Der Motorraum sieht auf jeden Fall schon mal viel sauberer aus. Nur das Blech ist noch nicht gereinigt. Ja, und hier der Scheinwerfer fehlt auch noch. Ich mache jetzt aber auch Feierabend. Hier sind schon alle Tore zu. Das ist nämlich immer das Signal für Start und Ende der Arbeiten. Und ich verschließe jetzt noch hier das Tor. Und räume auch gerade da oben 2 Sachen weg. Und dann geht es morgen hoffentlich weiter. Wenn Philippe Zeit hat, dann können wir morgen mit dem Motor Zusammenbau anfangen. Ansonsten wird es wohl erst Montag werden, weil morgen ist Samstag und da ist hier zumindest, war es letzten Samstag so, immer ziemlich viel los. Wahrscheinlich ist es Samstag immer so. Und ja, hoffen wir mal das Beste, dass wir morgen was machen können. Und die Einspritzdüsen brauchen wir natürlich noch, aber das müsste eigentlich auch morgen fertig sein. Vielleicht ist es sogar heute schon fertig. Der Lagermitarbeiter von Mercedes hat dann überraschend doch noch 3 weitere Kolben gefunden. Gestern haben wir eigentlich gedacht, wir wären fast am Ziel. Heute nicht mehr. Wir haben nämlich festgestellt, keine Ahnung, warum wir es bisher nicht gesehen haben, aber in der Lauffläche vom Zylinder ist eine Macke drin. Scheiße, richtig scheiße. Das muss der Motor raus. Man hat noch vorher gewusst, dann hätten wir vielleicht ein paar Sachen anders gemacht. Jetzt ist aber zu spät, wir haben im Prinzip alles neu. Wir haben sogar jetzt auch schon eine neue Buchse, aber ja, kann man nicht im eingebauten Zustand machen, außer es gibt noch irgendwie ein Wunder. Philippe hat da zwar noch eine Idee, dass es irgendjemand gibt, der das wohl kann, aber weiß ich nicht, ob das was wird. Das heißt, Motor raus und das dauert mindestens, ja, wenn es gut läuft, Motor raus, überarbeiten, Motor wieder rein, 1,5 Wochen noch. Ich bin richtig abgefuckt, dass ich das nicht gesehen habe. Aber es war auch nicht so einfach zu sehen, aber es ist auf jeden Fall, ja, kann man nicht riskieren. Wenn uns dann in ein paar tausend Kilometer der Motor wieder hochgeht, haben wir gar nichts gewonnen. Das heißt, lieber jetzt Zeit investieren und Geld. Und wir haben ja eigentlich hier kompetente Ansprechpartner. Der Motorenbauer macht ja auch einen guten Eindruck. Ja. Sehr, sehr ärgerlich, weil eigentlich haben wir gedacht, nächste Woche könnte es so langsam wieder losgehen. Aber das ist leider nicht so. Es ist Sonntag und Philippe und seine Partnerin Sarah laden uns auf einen Ausflug ein. Erst gehen wir lecker frühstücken und dann besuchen wir El Ocotal, eine private Auffangstation für Wildtiere. Hello, 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 hello. Viele der Tiere hier wurden aus illegaler Haltung gerettet oder von Behörden beschlagnahmt. Einige Tiere können nach einer gewissen Zeit wieder ausgewildert werden,
Andere bleiben für immer hier, weil sie zu sehr an den Menschen gewöhnt sind oder auch verletzt sind. Also alle Tiere sind hier wohl gerettet. Er scheint hier ein bisschen unruhig zu sein. Das sind hier wohl die Männchen. Warum hier weiße und so die anderen zusammen sind, weiß man aber auch nicht so genau. Und dann geht es weiter. Felipe möchte uns noch mehr von seinem schönen Land zeigen und wir fahren noch ein paar Stunden weiter, bis ans Meer im Süden des Landes. Okay, the parking in here, right? No. No, go. Pincho, 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 pincho. Foto, Foto. Wir fühlen uns nach Sri Lanka zurückversetzt. Da haben wir nämlich mal einen Tuk-Tuk gemietet und sind über die Insel gefahren. Und jetzt machen wir hier einen Tuk-Tuk-Ausflug auf der Isla del Tigre, glaube ich, heißt sie. Ja, damals waren wir noch 2, jetzt sind wir zu 5 in einem Tuk-Tuk. Das ist auf jeden Fall sehr kuschelig. Ja, ich sitze ja so halb aus dem Auto raus. Ja, ich auch. Tuk-Tuk raus. Heiß. Abkühlen ist das Wasser nicht. Links ist Nicaragua und rechts ist El Salvador. Wir sind von unserer Inselrundfahrt zurück. Alle haben wir überlebt. Und ich glaube, Felipe hat jetzt 500 Lempira bezahlt. Ich war mal ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs. Auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt geht es wieder mit der Fähre zurück. Ich glaube, die kostet 25 pro Person. Wir haben jetzt hier noch an diesem Strand halt gemacht. Felipe kennt hier wohl irgendwie ein paar Leute. Deshalb konnten wir alle unsere Sachen jetzt hier liegen lassen, einfach ins Wasser gehen. Es war aber keine Abkühlung. Also dieses Wasser ist wirklich so warm. Also so warm hatten wir es bisher noch nie. Und der Boden hier ist auch super steinig. Also wir mussten auf jeden Fall auch mit den Flipflops ins Wasser gehen. Ja, wir waren im Wasser. Ja, jetzt werden wir uns gleich irgendwie kurz mit Süßwasser abspülen und dann geht es wohl noch in ein Restaurant. Nach dem leckeren Abendessen heißt es die Rückfahrt antreten und wir sind ganz beseelt von diesem schönen Tag, der uns ein bisschen von den Problemen, die auf uns warten, abgelenkt hat. Guten Morgen. Wir haben Tag 12 des Motorschadens und eigentlich hätten wir ja so am Samstag mit dem Zusammenbau begonnen, aber da gab es ja noch diese schlechte Nachricht, dass es doch eine Beschädigung im Zylinder gibt. Felipe ist jetzt dabei, jemanden zu finden, der es im Prinzip vor Ort ausbohren kann. Ich hatte da große Bauchschmerzen, habe auch noch mit dem Mechaniker meines Vertrauens gesprochen und er meinte, bei LKWs wird das häufig gemacht. Das heißt, der Skepsis ist ein bisschen gesunken. Ob es wirklich funktioniert, ob derjenige entsprechendes Equipment hat, werden wir sehen. Bei unserem Fahrzeug geht es auch wirklich nur am ersten Zylinder, weil darüber Freiraum ist. Am vierten, weil darüber Freiraum ist, bei den anderen wird es so oder so nicht gehen. Wenn es natürlich so gehen würde und die es heute oder morgen machen könnten, wäre es natürlich ein Traum. Dann könnten wir vielleicht Ende der Woche schon wieder fahrbereit sein. Ansonsten muss der Motor halt raus. Boah, das ist ein richtiger Aufwand, ey. Ich habe mir die Anleitung eben mal durchgelesen. Das dauert schon ein bisschen. Da muss ja natürlich da irgendwie rausgehoben werden, was hier natürlich auch nicht so optimal ist mit den Bedingungen. Aber ja, schauen wir mal, was es jetzt werden wird. Auf jeden Fall Motor raus, wird auf jeden Fall eine Woche, 10 Tage mindestens dauern, bis wir damit dann wieder komplett fertig sind. Das war gerade der Spezi mit dem portablen Bohrwerk. Das passt aber nicht rein, das ist zu groß. Dann müsste der Motortunnel verweckt und das geht nicht. Das heißt, wir fangen gleich an, den Motor auszubauen.
Nicht cool. So, dann gucken wir mal, ob wir den Kühler rauskriegen. Beziehungsweise das Ding, was davor hängt. Naja, gereinigt müsste das hier sowieso mal werden. Der alter Falter ist aber viel Staub drauf. Und vor allen Dingen Tiere. Ganze Schmetterlinge haben wir hier. Und Rost haben wir auch. Scheiße. Ja, neue Perspektive, wa? Aber zumindest das Ausbauen war einfach. Ölfilter und Pumpe sind auch raus. Der Liebler meinte, besser mal rausmachen, nicht, dass es irgendwo hängen bleibt und der Scheiß abreißt. Das wollen wir natürlich nicht. Aber jetzt müssten wir eigentlich schon fast alles langsam los haben. So, Kardanwelle ist los. Jetzt sind es eigentlich nur noch die Schrauben, die den Motor und das Getriebe halten. Dann können wir den Motor rausholen. Ich sehe ganz schön dreckig aus, muss ich sagen. Aber gut, haben wir ein bisschen heute gearbeitet. Also 4 Stunden ungefähr hat es gedauert, um alles vom Motor zu lösen. Jetzt sind es vorne noch 2 Schrauben und am Getriebe 4 Schrauben, die es noch alles zusammenhalten. Und dann können wir morgen den Motor rausziehen und dann soll jemand kommen, der es direkt vorm Auto bearbeitet und die Hülse einpresst. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappt. Dann würden wir uns nämlich die Arbeit sparen, um den ganzen Motor zu zerlegen, was natürlich auch nochmal ein Aufwand wäre mit hier den ganzen Zahnrädern raus und Kurbelwelle raus und Nockenwelle raus und all so ein Scheiß. Hoffen wir mal, dass das gut klappt, dass da nichts schief geht bei, nicht, dass der schief bohrt oder so, aber das Bohrwerk kann man ja dann auf den Motor sozusagen aufspannen und dann sollte es ja auf jeden Fall gerade sein. Und dann muss nur noch das Bohrungsmaß passen und dann muss die Hülse eingepresst werden. Ja, und dann direkt wieder Motor wieder rein. Müsste eigentlich in einem Tag möglich sein. Dann übermorgen zusammenbauen. Vielleicht wahrscheinlich 2 Tage zusammenbauen und dann kann es weitergehen. Sieht irgendwie ein bisschen beknackt aus, oder? Die Motorhaube von innen ist zu, sonst könnte man nämlich gleich durchspazieren. Der Kran für den Motor. Könnte was schwach sein. Pero aquí sí. Das wird hier alles eine ganz schön heiße Nummer. Gut ist das nämlich nicht. Der Motor ist lose. Meine Anspannung ist eher so bei 2000%. Vor allen Dingen da ist ein bisschen kritisch mit der Befestigung. Der Motor ist draußen. Das ist aber sehr ungünstig da. Krass, dass der hochgekommen ist vorne. Wie viel höher das Fahrzeug einfach ist. Ich will einer was von meinem Kuchen abhaben, aber ich teile ungern. Oder sagen wir gar nicht. Die Maschine ist da. Die Jungs stehen jetzt schon hier hinten. Ich will jetzt nicht unbedingt filmen. Und messen schon mal. Und dann geht es gleich ans Bohren. Und dann gleich in die Hose. Wir haben jetzt sogar ein Zelt. Und es sieht alles professioneller aus, als ich tatsächlich erwartet habe. Also die Vorbereitungen sehen schon mal sehr gut aus. Alles sehr säuberlich abgeklebt. Auch Leitungen, die ein bisschen weiter entfernt sind, damit da kein Staub reinkommt. Kurbelwelle ist auch abgedeckt. Alle Bohrungen in den Motorblocks sind auch abgedeckt. Also dann kann bald die Maschine rauf. Ja, ne, du weißt auch nicht so ganz, wie wir hier helfen sollen. Da hinten geht's ja gerade unserem Motor zur Hilfe.
Während bei uns gebohrt wird, werden hier einfach Motorblöcke und Motorrad geliefert. Klar, warum nicht? Wir sind jetzt wahrscheinlich schon beim 3. oder 4. Durchgang des Bohrens. Es sieht alles ganz gut aus. Die neue Buchse ist drin, die wird jetzt nach innen auf Maß gedreht und dann sollte man dem Ziel relativ nah sein. Das Wohnen geht los. Alles ist abgebaut, die Jungs sind weg. Jetzt geht's ans Reinigen, damit auch ja nichts irgendwie später der Motor beschädigen könnte. Hier sieht man die Buchse. Und da sieht man, wie es verholt ist. Nur um mal die Sauberkeit zu zeigen, also die haben wirklich hier abgeklebt und da, ich hatte ja gestern schon viel abgeklebt am Motor, also mit dieser Folie hier, aber die haben nochmal einen draufgelegt. So, wir haben Lagebesprechung gemacht, der Motor kommt leider erst morgen früh wieder rein, dann machen wir aber alles in einem Rutsch und dann, wenn der Motor drin ist, kann ich dann alles zusammenbauen, das heißt, jetzt 3 Uhr ist mal Feierabend für heute. Das wird also die zweite Nacht ohne Motor. Bisschen viele Schilder, aber der Sonnenuntergang ist eigentlich ganz schön. Es geht los. Der erste Kolben ist schon montiert. Fehlen nur noch die Ringe und dann geht's in den Motor. Die Seite hier muss auf die Seite der Einspritzpumpe und hier vorne ist irgendwo ein Pfeil, den sieht man aber relativ schlecht. Da unten ist der Pfeil. Der muss natürlich nach vorne. Vale, todas, todas, todas. Okay. Dale. Solo el rollo, no te pegas. Dale más. Ahí. Ya. ¿Qué onda, Charlie? Manda motor, lenta, dale más. Ahí, ja. Die ersten 2 sind drin. La evidencia que nosotros tocamos, mira. ¿Le vas a dar lento? Déjalo arriba. Espérate, ¿dónde está la varilla? ¿Dónde está la bonita? Ya. Exacto. ¿Ya? Der Motor ist bereit. Es ist 20 nach 12 und jetzt ist erstmal Mittag und dann kann der Motor gleich hoffentlich rein. Hoffen wir, dass es gut klappt. Die Mittagspause ist jetzt schon 2,5 Stunden, also zumindest bei mir. Philippe macht irgendwelche anderen Sachen. Hoffen wir mal, dass es gleich weitergeht. Ich will mit dem Motor heute drin haben. Ich habe keinen Bock, dass in der 3. Nacht auf diesem scheiß Reifen hier steht. Das ja noch nicht. Oh.
Wir kommen der Sache näher. Die Motorlager sind auch schon mal dran. Die auch festgeschraubt werden. Und dann ist nur noch das hier auf das. Motor ist nicht drin. Meine Laune ist entsprechend gut, weil ich eigentlich kalkuliert hatte, dass wir locker mittags den Motor drin haben. Aber ja, hat alles länger gedauert. Und natürlich gab es auch immer zwischendrin ein bisschen was zu quatschen. Und ist ja auch alles schön gut. Aber so langsam will ich den Motor drin haben, damit ich meine Arbeiten abschließen kann. Heute ist Donnerstag. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich morgen Abend fertig bin. Ich glaube, das wird nichts. Wird wohl eher so, genau, vielleicht Samstagmittag, wenn das werden, wenn es gut läuft. Ab jetzt. Größte Herausforderung wird, glaube ich, noch die Einspritzpumpe anschließen. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, wie was angeschlossen wird. Da muss ich nochmal ordentlich herausfinden. Guten Morgen oder gefühlt guten Mittag. Wir haben 10 Uhr und jetzt legen wir mal los, aber auch nur, weil Philippe den Wagen lieber braucht. Aber schon muss morgen Glück haben. Sonst wäre das wahrscheinlich heute schon wieder schwierig geworden. Wir sind von Ketten- und Sicherheitsgurte umgestiegen. Die Schrauben sind drin. Die Einspritzpumpe und der Dieselfilter ist angeschlossen. Lief besser als gedacht, weil da konnte man schlecht Fotos machen und ja, deswegen war es nicht so gut dokumentiert, aber es sollte alles richtig angeschlossen sein. So langsam sieht es doch mal wieder nach einem Motor aus. Krömer und Luftbrücke sind auch schon drin. Oder Ansaugbrücke. So langsam wird es ein Motor. Jetzt ist das Kühlmittelregelgehäuse endlich drin. Die Schraube hatte ich schon Probleme beim Ausbauen. Jetzt ist sie aber drin. Man muss das richtig weit runterdrücken, damit die Dichtung hier weit genug drin ist. Und dann gehen auch alle Schrauben ohne Probleme rein. Wir haben leider noch eine Baustelle, und zwar die Spannvorrichtung von der Lichtmaschine ist kaputt. Das war ich wahrscheinlich irgendwann mal selber. Aber hier sieht man, da hält es nicht mehr. So, oder eigentlich noch besser. Hier sieht man auch, dass es ein bisschen abgeschliffen ist. Sollte es eigentlich aussehen. Gucken, entweder bei Mercedes oder reparieren. Das heißt, wir fahren früh erstmal zu Mercedes. Hoffen wir, dass sie das Teil haben. Ansonsten wird es nachgebaut. Es ist 6 Uhr und unterm Auto sieht man nicht mehr so viel. Das heißt, jetzt wird langsam zusammengepackt. Das mit der Halterung und der Lichtmaschine ist natürlich blöd, aber ich glaube, wir kriegen das morgen schnell gelöst, hoffe ich zumindest. Und dann Kühler dran, Ölwanne inklusive Ölpumpe noch dran. Und dann sind wir eigentlich startklar. Also, wenn es gut läuft, morgen Mittag mal Motor an. Kaputte Schraube zur Befestigung hat mich jetzt 5 Stunden gekostet. Das Besorgen hat natürlich länger gedauert, es gab auch nicht das Original, aber jetzt sind wir langsam soweit und jetzt kommt die Ölwanne ran und dann noch der Kühler und dann sollten wir langsam startklar sein. Samstag 13:30 Uhr, mal gucken, ob der Motor heute noch angeht. Kühlwasser ist drin, das ist das Beste, was wir bekommen haben. Wir haben jetzt genau 3 Gallonen drin, müsste gleich noch ein bisschen mehr reingehen, wenn der Motor gestartet wird. Die Stunde der Wahrheit. Alle ganz aufgeregt, ob der Motor jetzt auch tatsächlich funktioniert. Also Freunde, jetzt zählt's. Okay? Noch kein Sprit in der Druckleitung. Oh, okay.
Was okay, yeah? One more? Yeah? Okay. Oh, yeah? Too much air? Or air in diesel? Läuft. Oh. Rare problem. Also es sieht so aus, dass hier die eine Leitung überhaupt nicht fest ist. Guck mal da. Sieht man da, weiß ich nicht, ob es nicht zu dunkel ist. Ja, ist glaube ich zu dunkel, aber wenn ich die Leitung bewege, wächst die Schraube mit. Habe ich nicht festgezogen. Okay, aber sonst funktioniert alles. Ja, sonst sieht es erstmal sehr gut aus, läuft sehr ruhig. Das ist gut. Ja. Aber wir müssen erstmal ein bisschen laufen lassen. So, es geht los. Erstmal von den Klötzen fahren. Alter Falter, das ist aber schief, ey. Wir sind wieder on the road. Ja, schon 10 Kilometer. Ja, und es fühlt sich richtig gut an. Die Geräusche sind völlig okay. Ich habe fast das Gefühl, wir sind leiser als vorher. Ja, wir fahren. Yay. 18 Tage standen wir jetzt da bei der Werkstatt und für dich ist es, glaube ich, relativ lang gewesen. Für mich, muss ich sagen, geht so. Also, dass wir wirklich in 18 Tagen die Lösung gefunden haben hier in Honduras und ja, dass alles wieder geklappt hat. Mega. Und wir standen da ja echt okay. Also von daher, wir haben uns da wohl gefühlt und sind super dankbar dafür, dass das alles so geklappt hat. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass die nächsten Kilometer auch noch weiter alles entspannt bleibt. Und nicht nur die nächsten Kilometer, sondern hoffentlich den Rest der Reise. Ja, aber mal abwarten. Erstmal hoffen, dass sich das alles wieder gut eingroovt. So, jetzt fahren wir zum letzten Mal in der Werkstatt vorbei. Da geht's rein. Und damit sagen wir Tschüss, Felipe. Also haben wir eben schon. Wir kennen die Strecke ja schon von unserem Ausflug auf die Insel mit Felipe. Jetzt ging es gerade die ganze Zeit eigentlich hoch. Die Motortemperatur ist ein bisschen höher als normalerweise. Also normalerweise kommen wir meistens nur so auf 82, 83 Grad. Jetzt waren wir vielleicht mal bei 85. Aber sobald wir gerade sind, ist alles wieder gut. Und jetzt geht es hier erstmal ziemlich lange bergunter. Aber wir fahren besonders langsam. Ersten 100 Kilometer mit neuem Motor. Oder zumindest halb neun. Auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass wir noch fahren. Und ja, so nach 500 bis 1000 Kilometer kann man ganz sicher sein, dass alles gut läuft. Aber ja, sollte schon passen. Wir fahren jetzt schon wieder seit, keine Ahnung, eine halbe Stunde gefühlt bergab. Aber immer schön langsam. Die ersten 140 Kilometer zu unserem heutigen Tagesziel sind gemacht. Lief bisher gut, ich muss ein bisschen Kühlwasser nachfüllen, aber ansonsten passt, glaube ich. Und jetzt ist uns nämlich richtig heiß, das heißt, wir gehen jetzt mal darüber in die heißen Quellen und hoffentlich gibt es auch kalte Quellen. Und wie fandst du die Quellen? Boah, das war schon super heiß.
Und das kühle Becken auch nicht unbedingt kühl. Nee, das war wirklich nicht kühl, aber die Dusche war ganz okay, also ja. Und jetzt ist es auch ein bisschen angenehmer. Genau, es fühlt sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so super schwitzig irgendwie an. Die Sonne ist ein bisschen weg und jetzt werden wir den Abend, glaube ich, ein bisschen besser aushalten. Guten Morgen. Die erste Nacht außerhalb der Werkstatt war sehr schön. Zwar auch warm, aber sehr schön. Und wir sind wieder auf der Straße und es fährt sich weiterhin gut. Und so langsam machen wir uns jetzt auf den Weg in Richtung Grenze, müssen noch so ein paar Dinge vorbereiten. Ja, nichtsdestotrotz soll es das für dieses Video gewesen sein. Und damit kommt unser spannendes Kapitel Honduras zu einem Ende. Das Land hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch sehr positiv überrascht. Natürlich der Motorschaden keine positive Überraschung. Nichtsdestotrotz haben wir dadurch ja sehr viele nette Menschen auch einfach kennengelernt und sind immer noch ganz begeistert von der Hilfsbereitschaft, die uns widerfahren ist. Von daher an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Nachdem das publik wurde, ist so viel Unterstützung von allen Seiten gekommen, so viele Tipps. Spenden in unsere Dieselkasse, Wahnsinn, echt ganz, ganz lieben Dank auch dafür. Und natürlich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Felipe und sein Team, die uns 2,5 Wochen unterstützt haben mit allem, was wir brauchen, die mit uns gemeinsam den Motor wieder fit gemacht haben, aber auch die Zeit sehr angenehm für uns gestaltet haben. Ja, genau, von daher, jetzt geht's weiter in Richtung Nicaragua. Falls ihr Lust habt, uns auch dabei zu begleiten, mit uns gemeinsam rauszufinden, ob der Motor auch weiterhin gut funktioniert, dann lasst uns gerne ein Abo da, schaltet nächste Woche wieder ein. Und dann freuen wir uns und sagen bis nächste Woche. Tschüss!